Beim Blasinstrument, und da sagt das Wort ja auch schon, muss Luft in Bewegung versetzt werden. Hier gibt es verschiedene Stationen, wie die Einatmung oder wie die Ausatmung. Und beides ist im System Instrumentenspiel sehr wichtig, damit man eben frei und offen warme Luft ins Instrument bringt und diese dann das Instrument auch vernünftig zum Klingen bringt. Gleich mal vorneweg, es gibt so einen wichtigen Punkt, und zwar, wenn man einatmet, geh nicht bis ins Maximum. Das heißt, atme nicht so viel ein, wie es nur geht, weil das Problem ist, und du wirst es gleich hören, ich atme mal so viel ein, wie es nur geht, und dann macht der Hals eng. Man versucht, dieses Übermäßige an Luft im Körper zu halten und dann gehen die Stimmbänder, die Stimmlippen machen zu, machen enger und dann habt ihr es an der Sprache, an der Stimme schon gehört, da ist einfach alles eng und verkranzt. Das kann ich fürs Instrument spielen, ganz egal welches Blechblasinstrument oder Holzblasinstrument, nicht brauchen. Doch wie viel atme ich jetzt ein? Das kann man ganz einfach mal herausfinden. Setz dich vernünftig auf den Stuhl, das heißt mit dem Hintern nach hinten, an die Lehne auch, und du wirst merken, das ist eine aufrechte und entspannte Sitzposition. Wenn du jetzt tief einatmest, merkt man, dass der Brustkorb dazukommt. Und kurz danach, wenn man das merkt, ist es absolut ausreichend. Ich mache es ein bisschen schneller. Und kann Luft nach außen pusten. Wenn ich zu viel mache, und dann merke ich, dass alles wieder eng ist. Also nicht so viel einatmen, das bringt uns fürs Instrumentspiel nichts. Die Luft fließt nicht nach außen, ganz im Gegenteil. Die stößt eben an diese engen Stimmbänder, an diesen engen Hals. Und die Luft hat eben dann nicht die Power, die es braucht, um frei hinausfließen zu können. Und du wirst auch an deinem Ton merken, der ist eng und verkrampft. Und an der Ausdauer wirst du es auch merken, du wirst einfach schneller platt. Wenn wir also einatmen, du kannst auch gerne mal eine Hand auf deinen oberen Brustbereich legen und tief einatmen. Erstmal aus. Jetzt geht's oben dazu. Und jetzt hat man es auch schön an der Stimme gehört. Man hat noch eine sonore Stimme. Nichts Gequetschtes, sondern ganz normal mit natürlichem Luftfluss, wie man eben nicht für sich fürs Instrument vorbereitet mit der Einatmung, sondern wie ich eben atme, wenn ich einen längeren Satz sprechen möchte. Also hier auch wieder der Übertrag aufs Instrument. Achte immer darauf, dass der Hals nicht unnötig nach unten oder nach oben gestreckt oder gebeugt ist, sondern vom Prinzip her, es ist jetzt nicht ein 100%iger 90-Grad-Winkel, aber behalte das mal im Hinterkopf. Die Luft fließt von unten nach oben und eben dann hier geradeaus ins Instrument. Also nicht zu tief oder zu hoch den Kopf strecken. Und dann übertragen wir diese weiche Atmung auf unseren ersten gespielten Ton am Flügelhorn jetzt, nämlich dem tiefen C1. Und immer darauf aufpassen, dass die Luft auch weich nach außen fließt. Wir haben hier die Einatmung gehabt. Kein Widerstand. Und aufs Flügelhorn übertragen, jetzt gehen wir nur Naturton höher auf G1. Und immer gut hinspüren und hinhören, wie fühlt sich's an, wie klingt mein Ton. Wenn du das mit der Atmung beachtest, also keine Blockaden entstehen lässt und alles in aller Ruhe versuchst, Schritt für Schritt umzusetzen, dann wirst du bemerken, dass dein Ton wesentlich weicher und nicht direkt und aggressiv vom Klang her wird, sondern immer dieses runde, voluminöse mit sich bringt. Und wenn man das mit geraden Tönen spielt, gehen wir natürlich einen Schritt weiter und gehen jetzt in die bewegten Töne. Natürlich bieten sich hier erstmal kleine Intervallschritte an, damit man eben immer im Fluss bleibt und nicht gleich hohe Sprünge hat, eventuell Blockaden im Hals entstehen können, man zu sehr mit dem Mundstück gegen die Lippen drückt etc. pp. Ich mache euch das einmal vor.
und so weiter. Wenn eben die Luft dann knapp wird, dann an der Station G1 in diesem Fall wieder ankommen und nachatmen. Also Halbtonschritte bieten sich natürlich hier wunderbar an, um eben immer diesen permanenten Luftfluss aufrecht zu erhalten. Jetzt gehen wir nach unten von G1 bis nach unten zum kleinen G, Wechselton kleines Fis und eben wieder zurück zum G1. Los geht's. Und da wurde es schon ordentlich knapp. Also die Übung am besten eine kleine Spur schneller machen, damit man eben auch kommod und bequem wieder auf dem G1 ankommt, ohne großartig um den letzten Tropfen Luft kämpfen zu müssen. Aber ich glaube, es ist klar, worum es geht. Immer dieses permanente nach außen fließen lassen der Luft. Achte immer drauf, dass alles im Mezzo-Forte-Bereich sich bewegt. Nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel. Mezzo forte, mezzo piano wäre hier unsere ideale Lautstärke, unsere ideale Dynamik. Und wenn es nach unten geht, geht es eben auch nach oben, jetzt bis G2, aber wir denken daran, wir machen es ein bisschen schneller, damit eben auf dem Rückweg zum G1 zurück auch die Luft reicht. Los geht's. 1, 2, 3. Und wer so lange dann noch Luft hat, kann natürlich dann, wenn wir oben angekommen sind und wieder beim Ausgangston G1 sind, ruhig auch nochmal diese Abwärtsbewegung und wieder zurückspielen. Dann haben wir auf jeden Fall eine wunderbare Übung. Machen wir gleich mal. 1, 2, 3. Jawohl, und in der Geschwindigkeit kriegen wir auf jeden Fall wesentlich mehr Töne gespielt, als wenn wir uns permanent in Zeitlupe bewegen. Was auf jeden Fall auch keine schlechte Übung ist, weil man sehr gut hinhören kann, wie sind die Tonverbindungen, man hat einfach mehr Zeit, sich noch genauer zu beobachten oder eben sich auf den individuellen Ton zu konzentrieren. Also, wichtig ist nochmal, atme nicht zu viel ein, damit der Hals offen bleibt. Wie gesagt, eine Hand auf die Brust, tief eingeatmet. Man spürt, oben kommt dazu und das ist auch absolut ausreichend. Und jetzt kommen wir eben ins Spielen, beziehungsweise wenn du es trocken trainierst, rausfließen lassen. Oder eine gute Übung, Luft durchs Instrument, durchs offene Mundrohr pusten. Oder auch eine gute Übung. Und dann kommt eben der Übertrag aufs Instrument und du kannst Clark, Vizzuti, Luftflussübungen en masse spielen, beziehungsweise dann auch zum Beispiel Vokalisen, also Gesangsstücke, gesangliche Stücke für unsere Instrumente, damit du eben auch nicht zu schnell spielst und dich beobachten bzw. auf dich konzentrieren kannst. Das war's kurz und knapp zu diesem Video. Lass am Ende gerne noch ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete oder Flügel und Spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.